Hallo meine Lieben, heute geht's los mit einer kleinen Halloween-Woche und um das richtig zu starten, starten wir heute damit, dass ich euch zeige, wie ihr einen Pumpkin oder Kürbis schnitzen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Wie gesagt, heute geht es ums Kürbisschnitzen und zwar machen wir den kleinen hier. Und ich zeige euch auch noch einen Tipp, wie ihr Kürbiskern am besten auslösen könnt. Ihr habt euch vielleicht gefragt, was will mir jetzt eine Schweizerin übers Kürbisschnitzen erzählen? Ich habe dazu so ein bisschen eine Verbindung, weil ich war 97, war das doch schon ein paar Jährchen her, war ich für 3 Monate in den Staaten und tatsächlich war das auch über Halloween. Das heißt Mitte September bis Mitte Dezember war ich da und ich habe da bei einer Host Family gelebt und da war das natürlich mit Hausbeschmücken, eben mit Kürbissen schnitzen und das Ganze kostümieren und alles Tamtam war ich da voll mit dabei und ich fand es extrem witzig. Ich habe es ein paar Jahre dann nicht mehr gemacht, aber in den letzten Jahren habe ich wieder damit angefangen, weil ich es eine lustige Sache finde, das auch mit Freundinnen mal so quasi anstatt ein Kaffeekränzchen ein Pumpkin-Schnitzen-Kränzchen zu machen. Und da kriegt ihr echt super coole Sachen hin. Was ihr beachten müsst, damit es am besten funktioniert, das gucken wir uns jetzt an. Hilfreich, wenn ihr so einen Pumpkin oder Kürbis schnitzen wollt, ist natürlich, wenn ihr den Kürbis selber habt, dann, wenn ihr eine Vorlage von dem Gesicht habt, was ihr da reinmachen wollt. Das werde ich ausschneiden, damit ich das als Schablone verwenden kann. Dazu habe ich einen kleinen Cutter. Ich habe ein Stück Karton, um darauf zu schneiden und ein paar Nadeln, um das dann festzustecken. Zum Anzeichnen verwende ich einen Edding und wenn ich dann die Sachen ausschneide und da noch Reste habe von diesem Edding, werde ich ganz einfach mit einem Nagellackentferner die so ein bisschen wegputzen. Dann habe ich 2 Schüsseln auf dem Tisch und zwar deshalb, weil in eine gebe ich den Anteil des Fruchtfleisches, wo die Kürbiskerne noch drin sind, weil die müsst ihr nicht wegschmeißen, die sind super lecker, wenn man die dann rüstet oder im Backofen zubereitet. Und eine für dann den Rest. Dann zum Ausschneiden, man hat so den Tendenz, dass man denkt, man kann es mit dem Löffel auskratzen, aber das ist echt richtig, richtig mühsam. Von dem her empfehle ich euch, wenn ihr hier solche Dinge habt, die kriegt ihr wunderbar in der Haushaltsabteilung. Und der Vorteil von denen ist halt einfach, ein Löffel ist ja per se, weil man damit ja isst, dass die Kanten abgerundet sind. Und bei dem ist es halt so, dass diese Kanten scharf sind und deshalb kriege ich das Fruchtfleisch hier auch besser ausgekratzt. Also wirklich hier eine Empfehlung, ihr könnt eben, das ist eins mit Stahl, ist ein bisschen größer. Ich habe einen kleineren, das dann mit Plastik ist, weil das dauert schon eine Weile, um das Ganze auszukratzen, damit euch dann die Hände nicht wehtun. Dann zum Schnitzen ist es gut, wenn ihr einen Schnitzer habt, der wirklich schön scharf ist und auch nicht allzu breit in der Kante, damit ihr da wirklich schön exakt schneiden könnt. Dann habe ich noch ein Haushaltspapier auf dem Tisch, einfach deshalb, um das nachher so ein bisschen auszureiben, weil das Thema ist, das ist ein Naturprodukt und das fängt irgendwann an zu faulen. Und damit ihr da ein bisschen länger Freude dran habt, ist es gut, wenn ihr das wirklich schön trocken ausreibt. Und es hilft auch, wenn ihr danach ein bisschen Haarspray drauf gebt. Da dann einfach das Ganze auslüften lassen, bevor ihr dann die Kerze reinmacht und das zum ersten Mal anzündet. Was ich auch noch habe, ist eine kleine Bohrmaschine, einfach um oben den Deckel dann Löcher zu machen, damit man den draufsetzen kann, wenn man die Kerze anzündet. Und manchmal hilft es auch, wenn ich die Nase mache, wenn ich das vorher kurz einfach anbohren kann und dann vom Bohrloch weiterarbeiten kann. Aber das ist eigentlich auch schon alles, was ihr braucht. Und ich fange jetzt damit an, dass ich zuerst hier das kurz ausschneide.
So, ich habe mir das Ganze ausgeschnitten und jetzt können wir auf den Kürbis gucken, wo das am besten hinpasst. Ich habe, man sieht so von der Form her, bei mir ist es entweder diese Seite oder diese Seite. Die passt eigentlich besser, weil er ist ein kleines bisschen nach oben gewölbt. Dummerweise hat es hier ziemlich viele so Flecken drauf. Aber ihr seht, da wird ein großer Teil dann abgeschnitten, von dem her kriegen wir das wunderbar hin. Jetzt, was ich als allererstes mache, ist den Deckel abzuschneiden, damit ich dann sehe, wie viel Fläche ich vorne habe. Und beim Deckel mache ich das immer so, dass ich das zuerst anzeichne, wo ich ungefähr hinschneiden oder durchschneiden will. Und ich gucke einfach, damit ich wirklich mit den Fingern danach gut arbeiten kann und da überhaupt rankomme. Und in der Regel macht man so, quasi das so ein bisschen mit so Zacken. Ich habe mir das jetzt angezeichnet, von dem her weiß ich, wo bis hier wo die Zacken hier hinkommen. Und jetzt nehmen wir die Pins und das Gesicht und machen das hier drauf. Das heißt, ich habe einfach geguckt, wenn der auf dem Tisch steht, dass ich hier nicht zu weit runter gehe, damit man das wirklich dann schön von vorne das Gesicht sieht. Und jetzt kann ich hingehen und mit dem Edding das nachfahren. Das muss jetzt auch nicht super akkurat sein, es geht einfach darum, dass ihr nachher so seht, wo ihr ungefähr schneiden müsst. So, dann jetzt, was ich machen werde, um euch das einfach zu zeigen, ihr müsst nicht zwingend alles komplett durchschneiden, ihr könnt auch zweistufig gehen. Das heißt, ich werde hier noch so ein Schielen einbauen. Hier sein. Das heißt, diesen Teil hier werde ich nicht komplett durchschneiden, sondern nur quasi das Orange oben abdecken oder wegschneiden und hier das innere Fruchtfleisch stehen lassen und dann nur hier den Punkt wieder durchschneiden. Und so kriegt ihr so eine zweistufige Helligkeit hin. Weil wenn die Kerze drin ist, das, was komplett durchgeschnitten ist, das leuchtet heller und das, wo das Fruchtfleisch noch ersichtlich ist, das leuchtet ein bisschen weniger hell. Von dem her könnt ihr da zweistufig fahren. Und jetzt kümmern wir uns zuerst um den Deckel. Und was ich da jeweils mache, weil wir wollen den Deckel ja nachher wieder drauf machen. Und ich drehe immer 1000 Mal, bis ich dann herausfinde, wo genau der richtige Ort ist, wo das wieder zusammenpasst. Und deshalb mache ich mir hier auf einer Spitze nur einen kleinen Punkt drauf und das dann außerhalb der Spitze auch, dann weiß ich immer, okay, hier, das gehört zusammen. Was ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass ihr den Deckel jetzt nicht hier mit gerade reinschneidet, weil wir höhen den Pumpkin nachher aus und lassen ca. 2 cm stehen von diesem Fruchtfleisch innen drinne. Und damit euch der Deckel danach, wenn ihr den wieder aufsetzen wollt, nicht durchfällt, müsst ihr hier in einem 45 Grad Winkel schneiden. Das heißt, ich gehe jetzt von außen, von der Spitze, wo ich angezeichnet habe, mache ich das Messer 45 Grad und schneide so jetzt quasi rein. Und hier lieber vorsichtig, ich gehe da immer so ein bisschen hin und her, weil wenn ihr ein scharfes Messer habt, das kann dann schon sein, dass euch das ganz schnell entgegenkommt und das wollt ihr nicht.
Da müsst ihr wirklich ein paar Mal hin und her und ihr merkt dann, ich heb den immer so ein bisschen mit dem Daumen hier an und irgendwann merkt er, okay, er kommt und dann könnt ihr hier mit dem Messer wirklich in die Mitte des Fruchtfleisches gehen, damit ihr das dann rausholen könnt. Und somit haben wir schon mal den Deckel. Jetzt kümmere ich mich auch kurz um den Deckel und da ist es eben, wie gesagt, wir gucken so auf ca. 2 cm, schneiden wir das Fruchtfleisch hier an. Immer einfach vorsichtig, nicht in die Finger hauen. Wenn ihr das zurückgeschnitten habt, dann können wir hier noch ein paar Löcher reinbohren. Was ich jeweils noch mache, ich höhle die Löcher effektiv von der Rückseite kurz mit dem Messer auch noch so ein bisschen aus, damit da wirklich genug Platz ist, damit da Luft durchkommt. So, dann haben wir hier auch schon die Löcher drin. Der kommt jetzt erstmal beiseite und jetzt können wir rangehen und das Ganze aushöhlen. Ich schneide mir hier kurz so ein bisschen einen Kreis ein, damit ich da überhaupt rankomme. So, das sollte eigentlich reichen und eben jetzt geht es darum, die guten Zöpfchen wie bei Aschenputtel, dass ihr die Stücke, wo keine Kerne dran sind, die könnt ihr in eine Schüssel geben. Und das, wo Kerne dran sind, in die andere. Und eben dann mit diesem Löffel könnt ihr quasi hier entlang des Fruchtfleisches gehen und das alles rausholen. Ich höhle den jeweils so auf ca. 2 cm Breite aus. So, bei mir sind die Kerne jetzt erstmal draußen und das ist immer so ein Gefriemel, die dann hier aus diesem Fruchtfleisch auszulösen. Und deshalb ich habe den Tipp gesehen, dass das besser funktioniert, wenn man das mit Wasser füllt. Das mache ich jetzt auch, währenddessen wir dann hier weitermachen. Da kann sich das so ein bisschen auflösen, dann können wir gucken, ob das auch funktioniert. Und ihr seht jetzt auch, innen drin, das Fruchtfleisch ist schon ziemlich dick und da könnt ihr wirklich so auf 2 cm das jetzt ausschaben, damit wir genug Stabilität noch haben, aber eben nicht, also möglichst wirklich so alles, was so nach eher dünnem Fruchtfleisch aussieht, dass ihr das wegkratzt. Und ihr seht, ihr holt da schon noch mal eine richtige Menge Fruchtfleisch raus. So, das können wir ein bisschen beiseite stellen und ja, jetzt können wir auch mal gucken, ob der Deckel noch drauf passt. Und jetzt ist es eben hilfreich, weil dann muss ich nicht drehen bis zum Anschlag, sondern kann mal gucken, hier ist der Punkt, also müsste es so drauf passen und der hält wunderbar. Somit schon mal der Punkt funktioniert. So. Und vielleicht auch beim Auskratzen, ihr merkt es wirklich, dort, wenn es so richtig schön hell wird, bis dahin könnt ihr in etwa kratzen. Und jetzt ist er immer noch stabil, aber eben hohl. Und jetzt können wir hingehen und das Gesicht ausschneiden. Ich mache es jeweils so, dass ich zuerst ein bisschen vorbohre, damit ich da besser rankomme. Und dann eben kann ich anfangen zu schneiden. Eben bei den Augen mache ich es so, dass ich jetzt eigentlich nur diesen äußeren Teil hier schneide. Bei den hier werde ich nachher nur quasi die äußere Schale abschneiden und das Fruchtfleisch lasse ich stehen. Aber ich fange jetzt mal mit dem Mund an. Und auch wie vorhin, vorsichtig arbeiten. Und am besten geht ihr immer mit dem Messer in die Richtung, wo ihr mehr Platz habt. Also ich schneide jetzt hier nicht nach unten, weil hier habe ich eine Ecke, sondern drehe dann den einfach und gehe von unten aus der Ecke hoch.
So, ich habe den Mund grob ausgeschnitten und wirklich, ne, hier hat es dann irgendwann nicht mehr so viel Widerstand und dann geht ihr besser mit dem Messer so mit hin und her wiegen runter. Und jetzt kann ich hier noch ein bisschen aussäubern. So, bei mir ist der Mund schon mal fertig und jetzt mache ich mich noch an die anderen Teile. Und ihr habt es gerade gesehen, ne? Also wenn die Teile zu filigran werden, dann gehe ich da effektiv mit dem Bohrer kurz ran, weil das würde ich mit dem Messer hier gar nicht hinbekommen. Und um solche kleine Löcher dann auch so ein bisschen auszusäubern, könnt ihr ein Wattestäbchen nehmen. Funktioniert eigentlich fast am besten. So, das waren schon mal Mund und Nase. Und jetzt kommen wir noch zu den Augen. Und ihr seht, ich schneide immer zuerst so ein bisschen die oberste Schicht an und gehe dann nachher noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal, wenn nötig, auch drüber. Aber im ersten Moment geht es mir mehr darum, dass das Messer dann seinen Weg findet. Diese kleine Aushöhlung hier, die musste ich effektiv mit dem Bohrer machen. Da gab es gar keine andere Chance. So, und jetzt seht ihr, jetzt steht hier quasi noch die Iris. Und die werde ich jetzt effektiv nur oberflächlich, also nur diesen orangen Teil quasi rausschneiden. Und da ritze ich jetzt einfach hier der Kante entlang das ein. Und dann gehe ich von der Seite und fange an, hier quasi den orangen Teil wegzuschneiden. Und wenn ihr nicht wisst, wie viel ihr davon wegschneiden sollt, ihr seht jetzt, ich habe hier wirklich nicht viel genommen. Ihr könnt auch immer wieder in einen dunklen Raum reingehen und gucken, na, wie sieht es aus, wenn da jetzt die Kerze drin ist und das anfängt zu leuchten. Reicht es, dass ich hier wirklich auch Helligkeit sehe? Und wenn nicht, dann könnt ihr immer noch mehr wegnehmen. Ich mache jetzt aber zuerst das andere Auge noch und dann teste ich das mal, wie viel ich da wegschneiden muss. So, jetzt klopfe ich den innen mal ein bisschen aus und dann gehe ich mal hin und gucke, wie das bei Dunkelheit mit der Kerze innen drin aussieht, damit ich weiß, ob ich hier bei den Augen noch weiter reinschneiden muss. Ich habe das kurz getestet und das sieht tatsächlich gut aus. Jetzt, wenn ihr da eben noch irgendeine schwarze Striche drauf habt vom Edding, dann könnt ihr das noch mit dem Nagellackentferner wegmachen. Aber wenn ihr das effektiv mit dem Schnitzer schon weggemacht habt, dann ist der Pumpkin so eigentlich fertig. Das heißt, ihr könnt hier ein Teelicht reinmachen, dann eben den Deckel drauf und durch diese Markierung wissen wir auch genau, wo es hin muss. Und so kann der dann raus. Ich würde eben, ein kleiner Tipp am Rande, quasi den jetzt nochmal mit Haushaltspapier ausreiben, damit er wirklich schön trocken ist oder so trocken wie möglich.
und dann mit einem Haarspray einfach innen drinne aussprühen und den wirklich einen Tag stehen lassen und erst dann mit der Kerze rein. Und ja, dann könnt ihr den, bei mir halten die in der Regel so 1 bis 2 Wochen. Tendenziell 2 Wochen geht eigentlich und erst dann fängt er dann an zu modern. Ich habe auch noch kurz das Thema mit dem Wasserbad angeguckt, mit den Kernen, und das hat tatsächlich super gut funktioniert. Von dem her habt ihr hier jetzt eine schöne Schüssel mit Kürbiskern, die ihr entweder im Backofen oder in der Bratpfanne rösten könnt. Und zwar süß oder salzig, da findet ihr im Netz super coole Rezepte, um da einen kleinen Snack draus zu machen. Wäre ja schade, um das wegzuschmeißen. Ja, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Infos waren auch hilfreich für euch. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!